Guten Abend an alle, die heute wieder einschalten. Ich bin Peter und heute Abend haben wir ein Thema, das wirklich jeden betrifft. Egal ob jung oder alt, egal ob Student oder Berufstätiger. Adele, ich glaube, du weißt schon, worüber wir heute sprechen. Herzlich willkommen bei Wow Spoken German. Ich bin Adele. Und ja, Peter, ich habe schon eine Ahnung. Geht es heute um Miete und Wohnkosten? Das ist wirklich ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt. Genau das. Und bevor wir anfangen, ihr da draußen, die ihr gerade Deutsch lernt, dieses Gespräch ist genau das Richtige für euch. Wir sprechen heute über alltägliche Themen rund ums Wohnen. Schreibt in die Kommentare, aus welchem Land ihr kommt und wie die Mietpreise bei euch sind. Das finde ich eine tolle Idee. Also Peter, fangen wir an. Du bist vor kurzem umgezogen, oder? Wie war das für dich? Ja, genau. Ich habe letzten Monat eine neue Wohnung gesucht. Ich sage dir, Adele, das war gar nicht so einfach. Ich wollte eine Zwei-Zimmer-Wohnung in der Nähe vom Stadtzentrum finden, aber die Preise, unglaublich. Oh, ich kann mir vorstellen, was du meinst. In vielen deutschen Städten sind die Mieten in den letzten Jahren stark gestiegen. In München zum Beispiel ist es besonders teuer. Hast du am Ende etwas Passendes gefunden? Ja, zum Glück. Aber ich musste wirklich viele Wohnungen anschauen, bevor ich die richtige gefunden habe. Ich habe eine Wohnung im 3. Stock gefunden, mit einem kleinen Balkon. Die Miete ist warm, 900 Euro im Monat. 900 Euro warm. Das bedeutet, dass Heizung und Nebenkosten schon dabei sind. Für unsere Zuhörer, in Deutschland sagen wir oft warm oder kalt bei der Miete. Warm bedeutet, die Nebenkosten sind inklusive. Kalt bedeutet, man zahlt sie extra. Sehr gut erklärt, Adele. Und das ist wirklich wichtig zu wissen, wenn man in Deutschland eine Wohnung sucht. Ich habe anfangs auch nicht verstanden, was der Unterschied ist. Meine Kaltmiete ist 800 Euro und die Nebenkosten sind 100 Euro extra. Ah, ich verstehe. Also insgesamt 900 Euro. Das ist eigentlich noch ein guter Preis, je nach Stadt natürlich. Was gehört denn alles zu den Nebenkosten? Könnt ihr euch das vorstellen, liebe Zuhörer? Gute Frage. Zu den Nebenkosten gehören zum Beispiel Heizung, Wasser, Müllabfuhr und manchmal auch der Aufzug oder die Treppenhausreinigung. Das ist die sogenannte Betriebskostenabrechnung oder auch Nebenkostenabrechnung. Genau. Und einmal im Jahr bekommt man diese Abrechnung vom Vermieter. Manchmal bekommt man Geld zurück, wenn man weniger verbraucht hat als erwartet, aber manchmal muss man auch nachzahlen. Ist dir das auch schon passiert, Peter? Oh ja, in meiner alten Wohnung musste ich einmal fast 200 Euro nachzahlen. Das war eine unangenehme Überraschung. Seitdem achte ich viel mehr darauf, wie viel Heizung und Wasser ich verbrauche. Das kenne ich. Liebe Zuhörer, habt ihr schon Erfahrungen mit Miete oder Wohnkosten gemacht? Oder plant ihr vielleicht, eines Tages in Deutschland zu wohnen? Schreibt es gerne in die Kommentare. Ja, das würde uns wirklich interessieren. Und wir wollen auch wissen, wohnt ihr lieber zur Miete oder möchtet ihr lieber eine eigene Wohnung oder ein eigenes Haus kaufen? Das ist eine große Frage, über die viele Menschen nachdenken. Das stimmt. In Deutschland ist es übrigens interessant, dass sehr viele Menschen zur Miete wohnen, auch im Vergleich zu anderen Ländern. In Deutschland wohnen ungefähr 50% der Menschen in einer Mietwohnung. Das ist viel mehr als zum Beispiel in den USA oder in Großbritannien. Wirklich? Das habe ich nicht gewusst. Warum ist das so, Adele? Es gibt verschiedene Gründe. Einer der Gründe ist, dass die Kaufpreise für Wohnungen und Häuser in Deutschland sehr hoch sind. Außerdem ist der Mietmarkt in Deutschland gut reguliert. Es gibt viele Rechte für Mieter. Das stimmt. Als Mieter in Deutschland hat man viele Rechte. Zum Beispiel darf der Vermieter nicht einfach so die Miete erhöhen, wann er will. Es gibt gesetzliche Regelungen dafür. Genau. Es gibt zum Beispiel die sogenannte Mietpreisbremse. Das ist ein Gesetz, das sagt, die Miete darf bei einer neuen Vermietung nicht mehr als 10% über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen. Das soll verhindern, dass die Mieten zu schnell steigen. Aber trotzdem, in vielen großen Städten wie Berlin, Hamburg oder München sind die Mieten in den letzten Jahren sehr stark gestiegen. Viele Menschen können sich das Wohnen in der Stadt kaum noch leisten. Das ist leider wahr. Deswegen ziehen viele Menschen aus den großen Städten heraus ins Umland. Dort sind die Mieten oft günstiger, aber man muss dann weiter pendeln. Wie siehst du das, Peter? Stadt oder Umland? Ich persönlich liebe es, in der Stadt zu wohnen. Das Leben ist lebendiger, es gibt mehr Möglichkeiten und ich brauche kein Auto. Aber ich verstehe auch, dass es für Familien mit Kindern oft besser ist, im Umland zu wohnen. Mehr Platz, mehr Natur, ruhigere Umgebung. Ja, das macht Sinn.
Wenn man Kinder hat, braucht man mehr Platz. Eine größere Wohnung oder sogar ein Haus mit Garten. Das kostet in der Stadt natürlich sehr viel mehr als auf dem Land. Apropos Mehrplatz. Was ist eigentlich eine typische Wohnungsgröße in Deutschland? Für unsere Zuhörer, die das noch nicht wissen. Gute Frage. In Deutschland messen wir Wohnfläche in Quadratmetern. Eine kleine Einzimmerwohnung hat oft zwischen 30 und 40 Quadratmeter. Eine Zweizimmerwohnung hat meistens zwischen 50 und 70 Quadratmeter. Und eine Dreizimmerwohnung hat oft zwischen 70 und 100 Quadratmeter. Und dann gibt es natürlich noch größere Wohnungen oder Häuser für Familien. Ich finde es immer interessant, wenn ich höre, wie groß Wohnungen in anderen Ländern sind. In manchen Ländern sind Wohnungen viel größer als in Deutschland. Das stimmt. In den USA oder in Australien sind die Häuser oft viel größer. Aber in Großstädten wie Tokio oder Hongkong sind die Wohnungen oft noch kleiner als in deutschen Städten. Alles ist relativ. Liebe Zuhörer, wie groß ist eure Wohnung? Und was ist für euch wichtiger, eine große Wohnung oder eine gute Lage? Schreibt es in die Kommentare. Ja, das ist wirklich interessant. Die Lage einer Wohnung ist übrigens ein sehr wichtiger Faktor für den Preis. In Deutschland sagen wir dazu Lage, Lage, Lage. Das ist der wichtigste Faktor beim Wohnen. Genau. Eine Wohnung direkt in der Innenstadt kostet viel mehr als die gleiche Wohnung am Stadtrand. Und natürlich ist auch der Zustand der Wohnung wichtig, ob sie renoviert ist, ob sie eine moderne Küche hat, ob es einen Balkon oder eine Terrasse gibt. Hast du bei deiner neuen Wohnung auf besondere Dinge geachtet, Peter? Ja, mir war es sehr wichtig, eine ruhige Wohnung zu haben. Ich mag keine lauten Straßen unter dem Fenster. Außerdem wollte ich unbedingt einen Balkon haben. Und das habe ich ja jetzt bekommen. Und natürlich musste die Wohnung gut an die öffentlichen Verkehrsmittel angebunden sein. Das sind wichtige Punkte. Was ist mit dem Einzug? In Deutschland gibt es manchmal auch eine Kaution, oder? Kannst du das erklären? Natürlich. Die Kaution ist eine Art Sicherheitsleistung, die man dem Vermieter am Anfang zahlt. Sie beträgt in Deutschland maximal 3 Monatskaltmieten. Diese bekommt man am Ende des Mietverhältnisses zurück, aber nur, wenn man die Wohnung in gutem Zustand zurückgibt. Genau. Und das kann manchmal zu Diskussionen zwischen Mieter und Vermieter führen. Manchmal ist der Vermieter der Meinung, dass die Wohnung beschädigt wurde und möchte die Kaution nicht vollständig zurückgeben. Deswegen ist es wichtig, beim Einzug alles gut zu dokumentieren. Das ist ein sehr guter Tipp, Adele. Beim Einzug macht man am besten Fotos von allen Räumen und notiert alle vorhandenen Schäden. So hat man später Beweise, falls es Streit gibt. Absolut. Liebe Zuhörer, habt ihr das schon einmal gemacht? Oder habt ihr schon einmal Probleme mit einer Kaution gehabt? Das würde uns wirklich interessieren. Ja, schreibt gerne eure Erfahrungen in die Kommentare. Ich glaube, viele Menschen haben interessante Geschichten über das Wohnen und die Miete zu erzählen. Jeder hat seine eigenen Erfahrungen gemacht. Da bin ich auch sicher. Kommen wir noch zu einem anderen wichtigen Thema. Was tut man, wenn man eine Wohnung sucht? Wie findet man überhaupt eine Wohnung in Deutschland? Das ist eine sehr praktische Frage. Heutzutage sucht man meistens online. Es gibt große Wohnungsportale im Internet, wo Vermieter ihre Wohnungen anbieten. Man kann dann nach Stadt, Größe, Preis und vielen anderen Kriterien suchen. Genau. Und wenn man eine interessante Wohnung gefunden hat, schreibt man dem Vermieter eine Anfrage. Oft muss man sich vorstellen und erklären, wer man ist, was man arbeitet und warum man die Wohnung möchte. Das stimmt. Und dann gibt es oft eine Wohnungsbesichtigung. Das ist der Termin, bei dem man die Wohnung persönlich anschaut. Manchmal kommen viele Bewerber zu einer Besichtigung, besonders in beliebten Städten. In Städten wie Berlin oder München gibt es manchmal 20 oder 30 Bewerber für eine einzige Wohnung. Das ist wirklich hart. Man muss sich dann gut präsentieren und dem Vermieter gefallen. Ich erinnere mich, dass ich bei einer Besichtigung in München mal fast 40 andere Interessenten gesehen habe. Das war wirklich überwältigend. Am Ende habe ich die Wohnung nicht bekommen. Oh nein, aber du hast am Ende ja eine tolle Wohnung gefunden. Manchmal braucht man einfach Geduld. Das ist auch eine wichtige Lektion fürs Leben, oder? Absolut. Und für alle Deutschlernenden da draußen, wisst ihr, wie man auf Deutsch sagt, dass man eine Wohnung sucht? Man sagt, ich suche eine Wohnung oder ich bin auf Wohnungssuche. Das sind nützliche Ausdrücke. Sehr gut, Peter. Und wenn man die Wohnung gefunden hat, unterschreibt man einen Mietvertrag. Das ist ein wichtiges Dokument. Darin stehen alle Rechte und Pflichten von Mieter und Vermieter. Und man sollte den Mietvertrag immer sehr sorgfältig lesen, bevor man unterschreibt. Ich habe das früher manchmal nicht so genau gemacht und das hat mir manchmal Probleme bereitet. Das kann ich nur bestätigen.
Der Mietvertrag ist ein rechtliches Dokument. Wenn man etwas nicht versteht, kann man den Vermieter fragen oder sich beraten lassen. In Deutschland gibt es zum Beispiel den Mieterverein. Das ist eine Organisation, die Mieter berät und unterstützt. Das ist ein sehr hilfreicher Hinweis, Adele. Liebe Zuhörer, wenn ihr in Deutschland wohnt oder plant, dorthin zu ziehen, dann ist es wirklich wichtig, eure Rechte als Mieter zu kennen. Auf jeden Fall. Wir hoffen, dass diese Unterhaltung euch geholfen hat, etwas mehr über das Thema Wohnen und Miete in Deutschland zu lernen. Wie immer haben wir versucht, ganz natürlich zu sprechen, damit ihr auch die alltägliche Sprache hören könnt. Genau. Und jetzt haben wir noch eine Frage an euch alle. Was ist eurer Meinung nach der wichtigste Faktor bei einer Wohnung? Die Größe, der Preis, die Lage oder vielleicht etwas ganz anderes? Schreibt es in die Kommentare. Wir lesen wirklich alles und freuen uns immer über eure Meinungen und Erfahrungen. Das macht unsere Gespräche noch reicher und interessanter. Auf jeden Fall. Und wenn euch dieses Gespräch gefallen hat, dann abonniert gerne unseren Kanal Wow Spoken German. Jede Woche gibt es neue Gespräche zu neuen, spannenden Themen. Alles auf Deutsch, alles für euch. Und drückt auch den Daumen hoch-Knopf, wenn euch das Video gefallen hat. Das hilft uns sehr, damit noch mehr Deutschlernende aus aller Welt uns finden können. Wir sind eine wachsende Gemeinschaft von Sprachbegeisterten. Das stimmt. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, viel Spaß beim Deutschlernen und bleibt neugierig. Tschüss und auf Wiedersehen, liebe Zuhörer. Es war wieder ein wunderbares Gespräch mit euch allen. Macht weiter so, ihr schafft das.